Möchten Sie eine zweite Meinung zu Ihrem Befund? Dann senden Sie uns Ihre Analysen und Krankheitsgeschichte an visite@ques24.tv und die Chefärztin Frau Dr. Wiechel wird diese kostenlos und anonym in unserem neuen Sendeformat Visite analysieren. Mehr dazu erfahren Sie auf www.ques24.tv. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Es ist mir eine große Ehre und ich bin auch voller Dankbarkeit, dass heute die Frau Dr. Petra Wiechel wieder da ist von der Swiss Mountain Clinic. Hallo liebe Petra, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich danke, dass ich wieder hier sein darf. Du bist ein bisschen das Publikumsmagnet geworden, ein Publikumsliebling, die Mama, die wirklich mit offenen Herzen zu den Patienten direkt ins Herz spricht. Und das finde ich einfach nur großartig. Wirklich, mit dir zu reden ist wirklich etwas ganz, ganz Schönes. Herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst. Danke. Ich möchte gerne mit dir in rein biologischer Medizin, was ja deine Stärke ist, einmal ein bisschen über Durchblutungsproblematiken sprechen. Ich glaube, der Ausdruck ist auch, wenn die Leute kalte Füße haben oder Krampfadern, ist doch auch so eine Erscheinung, oder? Kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen, was man machen könnte? Wenn man über Durchblutungsstörung spricht, dann muss man erstmal letztendlich sich dessen bewusst sein, dass es eigentlich der Grundbaustein oder die Grundvoraussetzung ist für alles, was in unserem Körper geschieht. Und da spielt Sauerstoff natürlich die elementarste, größte Bedeutung. Das heißt, ohne Sauerstoff ist überhaupt kein Leben für sich möglich. Der Sauerstoff, als es vor Millionen Jahren möglich war, erstmalig das Leben sich aus dem Wasser auf die Erde etablierte, war die Nutzung des Sauerstoffs teilweise mit so viel Radikalbildung natürlich bis heute verbunden, dass viele, viele Arten sich verabschiedeten. Das heißt, das menschliche Wesen, die Säugetiere haben sich dann über Millionen Jahre adaptiert und heute ist auf Sauerstoff überhaupt nicht mehr zu verzichten. Ich hatte neulich einen kleinen Notfall, Zwischenfall und wir bereiteten den Patienten vor für den RTW, für den Rettungsdienst. Und der Patient war durch uns versorgt mit Sauerstoff. Und da kam dann so natürlich die Frage des Notarztes, hat er denn eine Hypoxie? Im Sinne, haben Sie den Sauerstoffdruck gemessen und ist der niedrig? Weil wenn der im Blut nicht niedrig ist, dann braucht er doch keinen Sauerstoff. Und ich hatte keine Zeit mehr, ihn zu erklären, warum er durch uns Sauerstoff bekam. Es war ein kurzzeitiger Insult, also eine kurzzeitige Attacke durch einen Ausfall im Kopf. Und damit gab es eine klinische, wie ein kleiner Schlaganfall. Und das ist so die Grundfrage. Die Medizin sieht heute den Sauerstoff in der Notwendigkeit, ihn zu geben, als eine Frage dessen, dass das Blut nicht genug Sauerstoff letztendlich hat. Dann fällt ja der periphere Druck. Ja. Und das ist ein sehr elementar kleines Denken, weil die Zelle kann ohne Sauerstoff überhaupt nicht existieren. Ja, es ist ja nicht schlimm, mal vielleicht 3 Tage nicht zu trinken. Das ist aber nicht lebensbedrohlich. 4 dann schon, aber bis 3 Tage kann der Körper ohne Wasser auskommen. Auch zum Beispiel einige Wochen nicht zu essen. Das kann ganz wertvoll sein, um den Körper in eine Stoffwechselökonomie zu bringen, die wieder gesund ist, zu entgiften. Aber wenn wir nicht atmen, wenn wir nur wenige Minuten diesen Atem stoppen, dann entsteht sofort die höchste elementare Gefahr für das Leben jeder einzelnen Zelle. Das heißt, ein biologisch orientierter Arzt hat immer die Zelle im Blick. Und Durchblutung ist nicht eine Frage dessen zu entscheiden, ob eine Durchblutung gut ist oder schlecht ist, wenn ich zum Beispiel meinen Doppler-Ultraschall an die Karotis gebe. Also an die Hauptschlagader, um vielleicht das Schlaganfallrisiko im Vorfeld zu erkennen. Ob ein Schlaganfall entsteht oder nicht, wird wesentlich davon abhängen, wie gut bekommt die Hirnzelle
den Sauerstoff. Und der kleine Erythrozyt, von dem pro Sekunde Millionen sterben und Millionen immer wieder neu gebildet werden, das kleine rote Blutkörperchen, was durchs Knochenmark immer wieder bereitgestellt wird, trägt hier so diese elementare Bedeutung, um diesen Sauerstoff, den ich einatme, bis zur Zelle zu transportieren. Und das muss in einer Geschwindigkeit gehen, dass die Zelle niemals in die Not kommt, dass der nicht präsent für sie wäre, weil damit verbindet sie die Intaktheit ihrer Gesundheit. Damit kann sie genug Energie sich herstellen und damit kann auch jede Zelle dem Organ zur Verfügung stehen mit ausreichend Energie und ist gesund erhalten. Also der Körper muss sich ja jeden Tag neu erfinden. Und diese Durchblutung auf dieser zellulären Ebene, also das Leben auf zellulärer Ebene immer wieder lebend zu erhalten, ist die Voraussetzung, dass dieser kleine Erythrozyt, der hat nämlich nur eine Größe, der sieht aus wie so eine Diskusscheibe, der hat eine ganz hohe Flexibilität. Sie selbst stoßen sich im Blut auch ab. Das ist also die Voraussetzung, dass der natürlich eine gewisse Eigendynamik behält. Und der ist ungefähr 5 bis 7 Mikrometer groß, also ganz klein, um letztendlich die Gefäße zu passieren. Ja. Und die Gefäßgröße ist am Anfang, wenn die große Aorta, so nennt sich das Hauptgefäß, aus dem Herzen kommt, eine Autobahn, 8-spurig für ihn. Also da können diese kleinen roten Blutkörperchen auch in sich verklumpt sein, weil sie vielleicht zu wenig Membranspannungen haben und sich aneinander verkleben. Die können auch verklumpt sein, wenn ich zu viel Eiweiß esse. Das nimmt ihnen die Membranspannung und Eiweißmoleküle können diese Verbindung verstärken. Das heißt, immer dann, wenn dieses Konglomerat an zusammengeballten roten Blutkörperchen durch diese große Aorta fließt, dann ist das gar kein Problem. Die werden mit dem Strom dort weggerissen. Aber es wird zum großen Problem, wenn es dann dahin geht und der Querschnitt sich verkleinert. Und dieser Querschnitt, als Studenten müssen wir das lernen. Und ich habe vor Jahren diese Körperweltenausstellung gesehen. Ja. Der hat also wirklich diesen Gefäßzyklus mal dargestellt, wie er im Organismus uns auch präsent jeden Tag diese Aufgaben uns erfüllen muss. Und es hat mich also so tief berührt. Ich bin da so rausgekommen und habe gesagt, ja natürlich, selbstverständlich, das müssen wir jeden Tag gewähren. Dass der Querschnitt, der immer kleiner wird und am Ende aber nur diese 8 bis 10 Mikrometer hat, dass einer alleine da durchpassieren kann, weil dahinter sitzt erst die Herzzelle oder die Gehirnzelle oder die Nierenzelle oder die Leberzelle oder die Darmzelle. Das heißt, das Leben orientiert sich immer daran, dass die Gegebenheiten optimal sind, um den Erfolg zu garantieren, den wir jeden Tag brauchen. Und dieser kleine Erythrozyt, der muss also diese hohe Flexibilität behalten und er muss die Dynamik haben, er muss einzeln bis an die Zelle und dann kann die Zelle in den Sauerstoff aufgenommen werden und dann gibt es über das venöse Rückstromgebiet den Rücktransport. Und diese sogenannte Mikrozirkulation nennt man ja den Anteil an der kapillären Durchblutung, die ja wie ein Netz von 100.000 Millionen kleinen Gefäßchen das Herz und die Herzzellen umgeben, das Gewebe. Kannst du dir vorstellen, wie groß der Anteil ist am gesamten Gefäßsystem? Ums Herz herum? Nee, insgesamt, wenn du den ganzen, ist ja wie ein in sich geschlossener Kreislauf, der Blutkreislauf. Das heißt, es kommt vom Herzen raus, die Gefäße werden immer enger, dann eröffnet sich dieses Riesenstrom-Kapillarnetz, was die Organe umgibt. Aber wie groß ist das in Anbetracht? Kilometerweise. Nicht nur Kilometer, auch anteilmäßig an den großen Gefäßen, von denen wir ja, wenn wir sie untersuchen und die Herzkranzgefäße und sagen, deine Durchblutung ist gut oder sie ist nicht gut. Keine Vorstellung. Über 77%.
Und es ist nicht im Gegenstand unseres Wissens heute und Handelns, dass wir auf diese Dinge Rücksicht nehmen. Wir betrachten heute Durchblutung, Zirkulation, natürlich auch an Händen und Füßen und kalt und warm. Aber letztendlich ist es viel, viel bedeutungsvoller, für einen Fluss zu sorgen. Und nicht zu sagen, eine Durchblutung ist nicht gewährt, wenn Arteriosklerose da ist, wenn also Gefäßverkalkungen den Gefäßquerschnitt verändern. Das ist ganz sicher auch ganz wichtig, gar keine Frage. Aber eine Aussage klinisch können wir uns ja nur machen, wenn wir dann hier den Ultraschall ranhalten und solange das immer noch 80% offen ist und 85% offen ist und vielleicht auch noch 90% offen ist, handelt man eigentlich nicht. Man kontrolliert Parameter, aber man handelt ja medizinisch nicht. Man achtet erst drauf, wenn es wirklich kritisch ist, dann sollte man also hier wirklich diese Karotisstenose, nennt sich das, auf dem arteriellen Zustrom zum Gehirn, der natürlich verantwortlich ist für den Zufluss, operieren. So ist heute der Standard. Aber ob du einen Stroke oder einen Schlaganfall bekommst oder ob dir eine Zirkulationsstörung im Moment mal Passagier ein Gebiet nicht gut durchblutet oder ob eine Hypoxie ist ein Verlust an Sauerstoffdruck. Die Zelle zwingt zu einer anderen Stoffwechselökonomie umzuschalten. Das hängt daran, ob der Sauerstoff präsent ist. Also jetzt hast du gerade ein Fass aufgemacht, wenn ich das so richtig verstehe. Also wenn es wirklich zu wenig Sauerstoff hätte, dann müsste ja der Körper in die Gärung rüber switchen, oder? Genau. Und dann hätten wir eigentlich einen Überlebenskampf der Zelle und wir hätten Krebs. Genau, das ist jetzt eine Geschichte, die hat schon 1938 Warburg uns vom Stoffwechsel her erklärt, dass die Tumorzelle einen anderen Stoffwechsel hat als die gesunde Zelle, denn die Tumorzelle ist schon lange in die Not gekommen, oder die gesunde Zelle bitte, ohne Sauerstoff zu leben. Ja, eine Tumorzelle vom Gedanken her ist ja auch ein Teil von Alexander zum Beispiel. Klar. Und die will überleben. Und im Rahmen dieser Hypoxie schaltet sie auf einen anderen Stoffwechsel, was sich aber eigentlich in uns Menschen, man darf nicht Hypoxie mit Tumor verbinden, aber was in uns tagtäglich stattfindet. Also wenn du zum Beispiel unter einem immensen Druck in deinem Leben lebst, sagen wir nur einfach, es ist ja auch jetzt eine sehr, sehr angespannte Zeit für viele Menschen und du kannst die Last eigentlich kaum noch tragen und es wird immer finanziell enger und. Dann macht es ja was mit dir und es macht eine Anspannung. Diese Anspannung zum Beispiel im Rücken, der Rückenmuskulatur, bedeutet das Gleiche für die Muskelzelle. In dem Moment, wenn die Muskelzelle zu wenig Sauerstoff bekommt, geht sie in eine sogenannte Überlebensmodus oder Strategie, dass sie jetzt natürlich den Sauerstoff über die Milchsäuregärung produziert. Das heißt, sie produziert linksdrehende Milchsäure, Laktat, und du hast Schmerzen, weil das macht das Gebiet sauer. Jetzt entzündet sich das. Und da gibt es ein sehr schönes Buch von Sarno, wie die Seele Rückenschmerzen heilt. Das ist schon vor 20 Jahren mal rausgekommen. Das erklärt diesen Stoffwechselmodus so gut, wie man eigentlich gegen dieses Problem lokal angehen kann, aber auch wie man verstehen muss, dass diese Dinge sich miteinander bedingen und das zur Folge haben. Heißt das jetzt, wenn jemand große Rückenschmerzen hat und er würde Sauerstoff atmen, dass es eigentlich besser werden würde? Nicht nur Sauerstoff atmen, sondern erstmal auch diesen Prozess wieder entsäuern. Ja, also zum Beispiel durch rechtsdrehende Milchsäure. Denn rechtsdrehende Milchsäure neutralisiert, puffert linksdrehende Milchsäure. Bewegung, Lösung des emotionalen Problems auch. Magnesium, die Muskulatur entspannen. In die Ruhe kommen, wenn Ruhe vorher nicht war, auf sämtlichen Ebenen. Also es gibt eine andere Bedeutung für die Mikrozirkulation, das wollte ich nur sagen.
Schmerzen haben immer was mit dieser Hypoxie zu tun, dass auf zellulärer etwas nicht in Ordnung ist. Und diese rein mechanische Vorstellung, es ist nur ein Arteriosklerose-Problem, um was wir uns kümmern müssen, allein aufgrund der, sage ich mal, dessen, was wir vielleicht an den großen Gefäßen sehen, aufgrund, was wir auch produzieren, natürlich durch unsere Ernährung. Das ist ein ganz großes Feld, da kann ich gut gegensteuern, auch als Mensch. Aber dieses Leben mit rein seinen emotionalen Problemen. Ich habe also damals, als ich diese Ausstellung sah, naja, jetzt wird mir bewusst, warum wir Menschen animieren müssen, sich zu bewegen. Denn wenn du dich nicht bewegst, bewegst du ja nichts für dich. Das heißt, dass dieser Zirkulationskreislauf auch in Bewegung kommen muss. Und das, was ich in dieser Notfallsituation dort versuchte, ganz kurz den Kollegen bewusst zu machen, war, dass es mir gar nicht um das große Sauerstoffversorgung jetzt des elementaren Körpers geht, sondern es geht mir um diesen Zirkulationsprozess so schnell wie möglich in eine bessere periphere Durchblutung wieder zu zwingen und ihm auch die Voraussetzungen zu geben. Weil das muss die Voraussetzung für einen Prozess gewesen sein, der da lokal sich für einen Moment abgespielt hat, weil der Visus, also das Augenlicht ging weg und der Patient konnte sich nicht mehr bewegen. Das war alles, Gott sei Dank, ganz schnell wieder nachher reversibel, aber auch, weil sehr schnell gehandelt wurde in dem Moment. So. Und nicht gesagt hat, der periphere Sauerstoff ist gut, also Sie brauchen jetzt keinen Sauerstoff. Sauerstoff braucht es immer, wenn es um eine Degeneration geht. Ohne Sauerstoff können Zellen nicht regenerieren. Ohne Sauerstoff kann das Immunsystem nicht jeden Tag Höchstleistung bringen. Aber wenn ich eine Frage stellen kann, zum Beispiel Durchblutungsprobleme, die Leute haben kalte Füße oder es bildet sich eine Krampfader. Heißt das letztendlich auch wieder zu wenig Sauerstoffversorgung bis in die kleinsten, bis zu den Füßen runter? Krampfadern sind ja zusätzliche Venen. Und diese Krampfadern, die produziert der Körper, weil er vom Rückfluss zu wenig Kapazität hat. Das würde bedeuten, ich habe ein Verkehrsnetz und die Anzahl meiner motorisierten Autos wird immer mehr, also muss ich mehr Straßen bauen. Der Körper selbst ist in der Bredouille, sich da anzupassen auf einen erhöhten Bedarf, weil das ganze Rückflussgebiet am Tag 2300 Liter Blut zu versorgen hat. Und die kommen alle zusammen über die Beine, über das ganze Becken, das ganze Darmblut sammelt sich und geht zur Leber. Und wenn die Leber einen sind wir wieder, gesamten, wenn die einen gesamten, sag ich mal, Rückstau provozieren muss, weil sie gar nicht in der Lage ist, diese 2000 Liter spielerisch zu bearbeiten, dann baut sich ein Druck in die andere Richtung auf und der ist immer nach unten. Oder eine Frau ist schwanger. Heißt wieder Krampfadern, Leberentgiftung. Ja, zum Beispiel auch. Ne? Also ich würde nie einfach herangehen und mit 27%iger Kochsalzlösung, habe ich das früher gemacht, die Venen zu veröden. Das ist ja eine Methodik nach dem Professor Linzer, das geht wunderschön. Meine erste Sicht auf die Krampfadern war erstmal den Menschen zu erklären, warum überhaupt eine Krampfader entsteht. Wenn du zum Beispiel auch blauäugig bist du von der Konstitutionslehre ein Typus, der eigentlich da auch im Laufe des Lebens eine Bindegewebsschwäche noch zusätzlich entwickeln könnte. Aber das Problem der Krampfader und auch der Hämorrhoiden, das ist das letzte Ende im Darm, ja, das ist die Eröffnung und die Weitung und die Entspannung der Vene. Deshalb ist ja eine Hämorrhoide wie so eine Krampfader am Ausgang, am Ende. Aber diese zusätzlichen Venen, die der Körper schafft, um die Kapazitäten zu verteilen, diese Krampfadern haben gar keine Klappen. Das heißt, wenn die keine Klappen haben, dann werden sie immer präsent sein und du wirst sie gestauter sehen. Ne, und wir haben darüber gesprochen, wenn die Leber auch erschöpfter ist, dann hast du schwere Beine, du willst die hochhalten.
Und diese Krampfader ist irgendwo etwas Ausgleich, um den gesamten Blutstrom noch besser nach oben zu richten. Phänomenal eigentlich, der Mensch. Es ist so phänomenal und deshalb bin ich auch diejenige, die Krampfaderpatienten überhaupt nicht diese Stützstrümpfe empfiehlt. Es sei denn, sie haben eine wirklich 8-stündige Flugreise oder sie sitzen jetzt 5 Stunden im Bus. Klar. Ist ja klar, wenn sie keine Klappen haben, ist das eine Stase. Aber Bewegung, Bewegung, Bewegung. Leberentgiftung. Leberentgiftung sowieso, den Fluss im Blick haben, die Leber im Blick haben und vor allen Dingen auch Trockenbürsten nach oben. Und du kannst an der Krampfader dann für mich selber nichts mehr groß verändern, aber du kannst sie symptomfrei machen. Dass sie dir nicht staut, dass du nicht eine Entzündung erhältst, dass du nicht immer wieder auch ein Risiko in dir provozierst. Da kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Und ganz viele Frauen, die natürlich auch etwas bindegewebsschwächer sind, die haben ja oft nach Schwangerschaften Hämorrhoiden oder auch Krampfadern, die sich dann entwickeln aufgrund des großen Drucks, natürlich im kleinen Becken. Ich dachte immer, es sei irgendwie ernährungsbedingt, dass das wie eine Mülldeponie ist, die Hämorrhoiden. Nee. Gar nicht, Nee. Nicht in dem Moment Mülldeponie. Die Hämorrhoide kann nur entsprechend auch meiner Ernährung bei zu viel Eiweiß selbst in eine große Stauung wieder kommen. Also dass sie sich selbst entzündet, dass sie sich selbst füllt, nicht mehr richtig entleeren kann. Das kann ich schon durch eine Fehlernährung auch provozieren. Aber letztendlich ist auch ein Leberproblem morgen eine Hämorrhoide, weil der Druck, alles was fließt und damit eine optimale Versorgung reguliert von Sauerstoff und Mikronährstoffen, damit auf zellulärer Ebene, ist erstmal zu 80% in einer guten Ausgangssituation. Und wenn ich dann natürlich noch so mich bewege und das gern mache und einfach auch mich selbst im Fluss halte, dann ist das schon ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial. Und dieses Behandeln von Erkrankungen ist nicht immer am Ende etwas zu erkennen, zu benennen und dann zu meinen, das brauche es, sondern zurückzuführen zu dem, was ist denn eigentlich auf einer Mikrozirkulationsebene noch möglich. Weil das braucht doch der Körper an Heilenergie und auch an Heilstruktur, um morgen wieder zu regenerieren. So. Also was so schon spannend ist, mit dir zu sprechen, ist das Verständnis plötzlich, dass der Körper in allem, was er tut, die sinnvollste Antwort gibt, um einer bestehenden Ursache eigentlich gerecht zu werden. Und ob jetzt Krampfadern dasteht oder eine mangelnde Durchblutung, das hat alles seinen Sinn und seinen Grund. Ja, und du behandelst halt dann genau an der Ursache. Und dann ja, ich habe ja diese Anfänge schon sehr frühzeitig gemacht und bin ja seit 91 einer der Ärztinnen gewesen nach der Wende, die sehr für diese Dinge offen war. Und habe bei einem Kollegen hospitiert, der hat hämatogene Oxidationstherapie gemacht, bevor ich die Praxis noch eröffnet hatte. Und diese hämatogene Oxidationstherapie bedeutet eigentlich gar nichts anderes, als dass das Blut entnommen wird. 200 Milliliter, dann wird es mit Sauerstoff aufgeschäumt. Da geht es um die Umwandlung zum sogenannten Sekulet-Sauerstoff, geht zurückgeführt durch eine Küvette, wie mit UV-Licht bestrahlt wird, in der Frequenz des Sonnenlichtes und wieder zurück. Aber was tut man damit? Man kann die roten Blutkörperchen in ihrer Aktivität und Dynamik erhöhen. Und man hat damit die Mikrozirkulation offen. Und gewisse Zeit lang, oder? Ja. Und ich war jung und ich habe einfach so nur immer meinen Mund offen gehabt, was die Patienten berichteten. Dass ich dachte, wenn ich eine Praxis habe und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass das recht schnell passiert, dann muss ich das sofort tun. So, das hat mich so fasziniert. Und dann, ich bin mir nicht so sicher, ob wir über dieses Beispiel schon gesprochen hatten, aber hier passt es jetzt so schön, kam dann wenig später, ein halbes Jahr nachdem ich mit dieser HOT, nennt sich das, begonnen habe zu arbeiten, ein Herr, der ist in meine Nähe gereist und hat mich gefragt, ob ich jeden Monat seine Blutgerinnung kontrollieren kann.
denn er hätte einen femoralen Bypass. Das heißt, die Arterie, die zuführende Arterie zum Fuß, die große, breite femorale Arterie war zu. Das heißt, man hat ihm da einen Bypass gemacht, wie man es kennt hier am Herzen. Und dieser Bypass war zu und jetzt musste er jede Woche oder jeden Tag dieses Phalitrom nehmen als Blutgerinnung. Und dieser Quickwert, die Blutgerinnung, musste jeden Monat gemessen werden. Und dadurch, dass ich im Aufbau der Praxis war, war ich natürlich dankbar, ein Patient. So. Übergewichtig, 65 Jahre und immer noch so. Und ja, und nach einem halben Jahr rief der mich an und sagte, der Bypass ist zu. Und er ist zum zweiten Mal zu und er ist gestern dann zum Spezialkrankenhaus geflogen worden und man versucht jetzt diesen Bypass zu öffnen. Das war dann die Mitteilung am Montag und am Mittwoch rief er an, es muss amputiert werden, weil das Bein ist nicht versorgt, es wird kritisch, der Sauerstoff, das kann man nicht mehr regulieren und morgen wird es amputiert. Und diese Amputation konnte ich verhindern, weil ich gebeten habe, er soll erst mal kommen und bitte unterschreiben, dass er es auf eigene Verantwortung tut. Und wir haben am Mittwoch, am Donnerstag, Freitag, Sonntag, Sonntag HOT gemacht. Und er hat am Freitag schon gesagt, es wird warm. Und diese Methodik, und deshalb will ich nur sagen, manchmal kann man das als Patient gar nicht so fühlen, was man da macht, so entscheidend. Aber das Bein hat bis 10 Jahre später immer noch ihn getragen auf 2 Beinen und die Angiografie, so nennt man eine Gefäßuntersuchung, hat ergeben, dass also wunderbar sich Kollateralen um diesen Bypass gebaut haben und die Mikrozirkulation offen ist. Denn ein Raucher hat natürlich, wenn der schon eine große Durchblutungsstörung seiner großen Arterien hat, also schon lange nicht mehr die optimalste Durchblutung auf kleiner Ebene. Und da konnte ich neue bauen. Ja, der Körper nimmt ja wahr, da ist ein Defizit, also ist er bemüht, neue Kapillaren dafür zu entwickeln. Und das war jetzt ganz interessant für mich, so als zu spüren, was mache ich hier eigentlich, was passiert und wo setzt er an. Aber das ist die Grundvoraussetzung fürs Leben. Und kalte Hände und kalte Füße sind aber nicht nur immer ein Beispiel für eine Durchblutungsstörung im Sinne, wie wir es heute verstehen. Durchblutung schlecht, Gefäße eng. Das sind Spannungen. Das können auch manchmal Schilddrüsenprobleme sein. Wenn die Schilddrüse nicht in ihrem Umsatz den Stoffwechsel aktiviert, entsteht Kälte, entsteht Verlust. Und Jod ist zum Beispiel, ein Jodmangel ist ein ganz typisches Zeichen auch für veränderte Mikrozirkulation. Jetzt ist die Sendezeit mir leider davongelaufen, aber ich glaube, auch richtig atmen wäre sicherlich auch noch etwas, oder? So, ganz doll, ganz dass der doll. Sauerstoff wirklich reinkommt ja, in die Zelle. Dieses Atmen und dieses wirklich 30 Mal am Tag und bitte praktizieren Sie das in größter Ernsthaftigkeit, indem Sie einfach einatmen, durch die Nase, dann tief in den Bauch, 1-2 Sekunden in sich halten und länger ausatmen, dann ist das die höchste Stoffwechsel- und Sauerstoffausbeute, die Sie Ihrem Körper Gutes immer wieder tun können, als Grundvoraussetzung, dass das Leben sich erhalten kann. Dann atmet noch 4 bis 6 Mal in der Minute mit dieser Technik statt 15 bis 20 Mal. Gar keine Frage. Ja. Gar keine Frage. Herzlichen Dank, liebe Petra. Ganz spannend, dir zuzuhören in dieser, sagen wir mal, Vorlesung heute. Wir können alle ganz viel lernen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mir war es heute ein Anliegen, Ihnen zu zeigen, dass die Durchblutungsproblematik eine ganz tiefe Ursache auch hat und wie der Körper so diese Zusammenhänge hat. Unglaublich spannend für mich. Also, hoffentlich auch für Sie. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.